Ihr Lieben, energetisch sehr anstrengende Tage liegen hinter uns und das bleibt es auch weiterhin. Sicher habt ihr es auf die ein oder andere Weise gespürt und ja, auch Verhaltensveränderungen bei den Tieren wurden mir von verschiedenen Seiten berichtet. Die Schumann-Resonanz zeigt starke und weiterhin nervöse Einschläge bei weiterhin starken Auflösungen im Feld. Und ja, die Schumann-Resonanz wird auch als Spiegel unserer Seele bezeichnet. Und ja, wir erhalten derzeit sehr starke kosmische Einschläge. Viel kosmische Strahlung kommt zu uns, die das Feld und seine Resonanzwirkung ins Chaos verbrachten. Und die damit einhergehenden starken energetischen Überladungen können sich auch sehr stark emotional auswirken. Die starke Entgiftung, die wir derzeit haben, wirkt sich nicht nur körperlich, sondern auch auf geistiger Ebene aus. Das Wichtigste ist, haltet euch fern von negativen Energien, die uns im Moment sehr schnell hinunterziehen können, sehr schnell angreifbar machen. Und ja, die starke kosmische Strahlung, die derzeit zu uns kommt und in das geschwächte und äußerst instabile Magnetfeld der Erde einschlägt, kann derzeit äußerst unberechenbare atmosphärische Wirkungen erzeugen und es bleibt weiterhin sehr angespannt, auch durch die Sonnenaktivität, die erdzugewand wieder stark zunimmt. Und auch astrologisch ist es derzeit sehr spannend, ihr Lieben. Nicht nur Uranus ist derzeit rückläufig im Stier, und zwar bis zum 27. Januar 2024. Mit ihm sind es ganze 7 Planeten, die derzeit rückläufig sind. Uranus steht ja auch für das Plötzliche, das Unausweichliche, das Unerwartete. Der Stier steht für unsere Mutter Erde und für unsere Werte. Und ja, Uranus hängt auch mit plötzlichen Ereignissen und Bewegungen in unsere Erde zusammen und wir haben derzeit eine starke Zunahme von Erdbeben, Vulkanausbrüchen und so weiter. Ja, die Katastrophen nehmen weltweit immer mehr zu. Stürme, epische Überschwemmungen, all das können immer häufiger, immer plötzlicher auftreten. Der rückläufige Uranus ist es auch, der die alten Geschichten nochmals hervorholt. Aber er fordert uns jetzt ganz stark dazu auf, nicht im Alten hängen zu bleiben, sondern sie gehen zu lassen und uns neu auszurichten. Nichts kann mehr verdrängt werden und es geht jetzt darum, die Erkenntnisse, die wir in den letzten Monaten gewonnen haben, endlich in die Realität zu bringen. Es geht jetzt ganz klar um unsere Entscheidung, wie wir weitergehen.
und wie wir unsere Zukunft nicht nur für uns persönlich, sondern für die gesamte Menschheit gestalten. Und ja, je turbulenter es im Außen wird, desto klarer wird es im Innen letztendlich. Wenn allerdings nur verdrängt wurde, dann könnte es etwas turbulenter werden in der kommenden Zeit. Etwas zu verdrängen scheint oft die einfachste Lösung. Doch es funktioniert auf Dauer nicht, weil Lügen und Selbstbetrug ein Ablaufdatum haben. Und auch die Seele spricht immer lauter. Wenn wir vor uns selbst und den anstehenden Veränderungen davonlaufen, holen sie uns irgendwann im Außen ein. Die Venus hat ihre rückläufige Phase beendet und den Staffelstab direkt an Jupiter übergeben, der nun die kommenden Monate bis zum 31. Dezember rückläufig wird, und zwar auch im Zeichen Stier. Es geht hier also auch wieder ganz stark um unsere Mutter Erde, um unsere Werte. Oh ja, diese himmlischen Wechsel sind bedeutend für uns, denn das Universum spricht zu uns. Und die himmlische Sprache zu verstehen, heißt, uns selbst zu verstehen. Venus, der Planet der Liebe und Harmonie, richtete unsere Aufmerksamkeit während ihrer Rückläufigkeit ganz stark auf unsere Emotionen, unsere Beziehungen. Ja, sie führte uns nach innen, um diese zu prüfen und nach unserem wahren Herzensweg zu suchen. Und ja, sehr viele Trennungen waren und sind derzeit im Feld. Mit der Rückläufigkeit von Jupiter beginnt nun ein neues kosmisches Kapitel, in dem sich große Chancen und Möglichkeiten offenbaren. Ja, es ist ein Wendepunkt des Schicksals, könnte man sagen, der für viele in den kommenden Monaten eine völlige Neuausrichtung mit sich bringt. Oh ja, Jupiter, unser Glücksplanet, fordert uns jetzt auf, unser Glück in die eigenen Hände zu nehmen. Wir erhalten derzeit so viel Lichtenergie, so viel kosmische Upgrades kommen zu uns. Und es geht weiter und weiter mit den großen Veränderungen in uns und im Außen. Es geht jetzt darum, für uns einzustehen und für das zu kämpfen, was uns wichtig ist, was wir lieben. Denn nur was wir aus der reinen und wahrhaften Liebe tun, nicht aus dem Ego, wird in Zukunft Bestand haben. Und so viele Menschen haben sich bereits entschieden, neue Wege zu gehen und nicht mehr so weiterzumachen wie bisher. Ja, Jupiter wird für viel Bewegung und tiefgreifende Veränderung sorgen und er wird uns auf die ein oder andere, vielleicht unangenehme Weise dazu bringen, noch mehr Klarheit zu gewinnen. Und ja, es wird sich
bis zum Ende des Jahres noch viel zeigen und so einiges zuspitzen und viele spüren das bereits an den Energien. Auch die Kommunikation wird wieder direkter, deutlicher, sobald Merkur ab 15. September wieder direktläufig ist. Saturn mit seinem starken und bedeutenden kosmischen Einfluss wandert bis zum 25. Mai 2025 im Zeichen Fische. Und ja, er ist es auch, der für Grenzen und Einschränkungen steht und der derzeit seine kosmischen Hände ganz stark im Spiel hat. Denn er ist bis zum 4. November rückläufig und er bringt uns jetzt einige Prüfungen. Ja, er ist der Planet des Karma, der großen Veränderungen, der Planet, der für den Aufbruch in eine völlig neue Zeit steht und der uns auch Zugang zu Verborgenen gibt. Und es heißt jetzt ganz klar, hinter die Kulissen zu schauen und vor allem zu fühlen, um zu erkennen, was dem Leben und dem Menschsein wirklich dient. Denn nur darum geht es, um Selbstermächtigung und darum, wieder Verantwortung für uns zu übernehmen. Was würde die Liebe tun, ist bei allen die wichtigste Frage. Am 15. September steht uns der Neumond in der Jungfrau bevor und ein neuer Sonne-Mond-Zyklus beginnt. Er bringt uns neue Energie, ein neuer Samen wird gesät. Diese Neumondin steht in Opposition zu Neptun in den Fischen, der ganz stark unsere spirituelle Seite anspricht und für die weitere Erhöhung unseres Bewusstseins steht. Ja, ihr Lieben, es geht jetzt um den Sinn des Lebens und darum, unsere unendlichen Möglichkeiten zu erkennen, um das Unmögliche möglich zu machen. Ja, es geht um Selbstverwirklichung, um Wahrhaftigkeit, um die Erfüllung deines Seelenplans. Und es ist Zeit, aus alten Mustern und Zwängen auszubrechen, um endlich deinen Weg zu gehen. Und ja, diese neue Mondin befindet sich auch im Trigon zu Uranus im Stier. So vieles will sich jetzt lösen, bereinigen in uns und in Mutter Erde. Uranus fordert uns jetzt auf, diese Chancen zur Veränderung zu nutzen. Mit diesem Neumond in der Jungfrau geht es jetzt ganz stark um die Integration von Seelenanteilen, die wir verloren haben. Durch alte Geschichten, durch Traumata, durch Zeiten, in denen wir uns selbst verleugnet haben. Ja, es geht darum, wieder in unser inneres Gleichgewicht zu kommen. Denn nur dieses ist es, die Einheit von Körper, Geist und Seele, in der Heilung geschehen kann.
Am 23. September bereits steht uns die Herbstgleiche bevor. Und es ist ein unglaublich kraftvoller Übergang in diesem Jahr, ein bedeutender Übergang generell. Viele können die anstehenden Veränderungen im Außen deutlich spüren. Ja, fast ein Gefühl, als ob sich etwas zuspitzt, und es ist auch so. Immer mehr heißt es nun zu vertrauen in uns und gut geerdet zu bleiben. Ja, immer mehr wird uns unsere Intuition führen, sobald wir die lauten Stimmen im Außen ausschalten. Dann wirst du wissen, was zu tun ist. Die Energien der kommenden Zeit werden sich ganz stark um Anfang und Ende drehen, um Abschied und Neubeginn, wie in der Natur, so auch in uns. Die Herbst-Tag- und Nachtgleiche ist ein bedeutender Wendepunkt. Und ich denke, die kommenden Monate werden auf die ein oder andere Weise alles verändern. Es geht darum, uns zu entscheiden, wie wir weitergehen. Eine Freundin, die das Erdbeben in Marokko miterlebt hat, erzählte, dass bei all dem Schrecken und der Todesangst eines ganz deutlich wurde, dass wenn die Katastrophe kommt, nur noch eines wichtig ist, und zwar die gegenseitige Unterstützung, der Zusammenhalt, das Mitgefühl, das Miteinander, die Liebe und der Frieden. Es ist nicht mehr wichtig, was du hast, wer du bist. Jegliche Äußerlichkeiten verschwinden im Nichts. Und es kommt das wahre Menschsein wieder ans Licht, das wir scheinbar vergessen haben. Die Katastrophen werden zunehmen. Und vielleicht ist jetzt die Zeit, uns wieder daran zu erinnern, was wirklich wichtig ist für uns Menschen und für diese Erde. Unsere Sternengeschwister, von denen ich immer wieder spreche, zum Beispiel die vom Sternenhaufen der Plejaden, sind sehr eng mit uns verwandt. Auch wenn sie nicht nur emotional und spirituell viel weiter entwickelt sind als wir. Diese höheren Intelligenzen helfen der Menschheit und unterstützen uns auf unserer evolutionären Reise. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum die Alten immer wieder zum Beispiel von den Plejaden als einem Ort des Wissens und des Schutzes sprachen. Und ja, ihr Lieben, für diese unsere Sternengeschwister ist es schrecklich zuzusehen, wie wir Menschen uns immer mehr selbst zerstören. Nehmen wir unser Schicksal wieder in die Hand und überlassen die Macht nicht denen, die nichts Gutes im Sinn haben. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe, eure Silvia.